herzlich willkommen auf meinem Kanal und auf diesem Video. Erstmal vielen Dank für die vielen neuen Abonnenten in den letzten Wochen. Ich hoffe sehr, euch gefällt das Video, denn in diesem Video male ich verschiedene Polaroid-Bilder selber mit Wasserfarben. Hierfür habe ich mein Aquarellpapier benutzt. Das habe ich auch nochmal unten für euch verlinkt. Das ist wirklich sehr schön dick, damit das Papier sich auch wirklich nicht wellt. Das ist immer ganz wichtig. Und das habe ich mir dann zugeschnitten in den Maßen 11,5 cm x 8,5 cm und habe dann, wie ihr sehen könnt, nochmal innen auch ausgemalt, wie groß mein Polaroid-Bild quasi am Ende sein soll. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Ganze mit meinem Washi-Tape fixiert. Das hat sich am besten geeignet, damit ich nicht übermalen kann, aber damit ich es trotzdem noch gut abziehen kann. Und diesmal habe ich dann jetzt 2 Wassergläser, weil ich die Aquarell-Nasstechnik verwende. Das heißt, das eine Glas ist einfach, um die Farben zu mischen und den Pinsel dort auszuwaschen. Und das andere Glas bleibt eigentlich immer sauber, denn es ist zum Grundieren von unserem Bild, damit das Bild einmal unten ein bisschen nass ist und man dann dort die Farbe gut verteilen kann und sie schon von alleine super schön verläuft und ineinander so einen Übergang macht. Denn das wollte ich bei diesem Bild erzielen für den Hintergrund. Ich möchte nämlich Polarlichter darstellen und habe daher erstmal vorher meine Farben angemischt. Das ist bei dieser Technik auch wirklich sehr sinnvoll, dass man vorher schon seine Farben anmischt und dann erst die durchsichtige Grundierung quasi aufträgt, damit es wirklich noch nass ist in dem Moment, wo man dann die fertigen Farben aufträgt. Die habe ich jetzt eben alle miteinander vermischt, wie ihr das eigentlich schon im Video sehen könnt. Ein bisschen lila, auch ein paar Grüntöne für die Polarlichter und dann einfach mit meinem Pinsel alles miteinander verbunden. Nochmal ein paar Akzente drauf gesetzt und dann war das auch fertig. Es musste dann einfach nur noch trocknen. Damit das ein bisschen schneller geht, habe ich einen Föhn benutzt. Das hat super fix funktioniert und schon war alles getrocknet und ich konnte mit meiner zweiten Schicht weitermachen. Das wurden dann nämlich Bäume oder Silhouetten von Bäumen und um die zu zeichnen, habe ich meinen dünneren Pinsel benutzt und habe so ganz viele kleine Striche gemacht. Dann wirken die immer ein bisschen realistischer und habe die einfach eng aneinander gemalt in schwarz. Manche waren ein bisschen heller, manche dunkler und habe dann so quasi meine Reihe an Bäumen gemalt. Damit die Bäume dann aber nicht nur in einer Ebene sind, sondern ein bisschen auch versetzt voneinander und vor- und hintereinander, habe ich die zweite Reihe an Bäumen ein bisschen heller gemalt, sodass es eben so aussieht, als würden sie hinter den vorderen Bäumen stehen. Und das ist bei Aquarell immer wirklich sehr praktisch. Man kann die Farben einfach mit Wasser immer und immer weiter verdünnen, bis sie eben dann heller werden und so verschiedene Ebenen dann darstellen. Bei meinem Nachthimmel dürften dann auch die Sterne nicht fehlen und dafür habe ich Deckweiß benutzt, weil ich leider keine andere weiße Farbe hatte und habe das einfach mit Wasser verdünnt. Und dann so mit meinem Fächerpinsel, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, aber seht es einfach selber, mit dem habe ich diese feinen Punkte drauf gemalt, die eben Sterne darstellen sollen. Ihr könnt das auch einfach mit einem anderen dünnen Pinsel machen, aber der hat einfach praktischerweise schon gleich mehrere Sterne auf einmal gemacht. Dann vorsichtig das Tape abziehen und schon ist unser erstes Polaroid fertig. Auch bei Polaroid 2 habe ich mir erst meinen Rahmen mit Washi-Tape abgeklebt. Da konnte ich einfach das gleiche wie vom vorherigen noch wieder benutzen, musste also kein neues aufbrauchen und habe dann auch wieder einen Hintergrund mit der Nasstechnik gemalt. Also erstmal meine Farben vorher angemischt, alle die ich für den Hintergrund brauchte, denn diesmal machen wir einen Sonnenuntergang. Und wenn die dann alle fertig gemischt waren, bin ich dann mit meinem Pinsel wieder in das glasklare Wasser gegangen und habe erstmal alles nass gemacht und grundiert und dann mit meinen Farben angefangen, den Sonnenuntergang zu verblenden. Also erstmal mit den Gelbtönen und dann immer dunkler ins Orange und Rot gegangen und habe das dann eben miteinander verbunden und das hat einfach super geklappt. Das ist eben der Vorteil von diesen Aquarellfarben, dass sie sich wirklich super miteinander verblenden lassen, damit es wirklich so zu einem schönen Hintergrund wird. Und habe es dann auch nochmal ein bisschen pigmentierter aufgetragen, zweite Runde und dann wie vorher auch schon einmal trocknen lassen, beziehungsweise mit dem Föhn schneller getrocknet. Und diesmal habe ich mir jetzt einen Fineliner dazu genommen und habe mit denen in unterschiedlichen Stärken, also der eine war ein bisschen dicker, der jetzige ist ein bisschen feiner für die Palmenblätter. Und da habe ich einfach so kleine Striche, wie ihr das eigentlich sehen könnt, vorgezeichnet und habe dann da dran gemalt. Und so hatte ich eine kleine Palmen-Skyline, die mir wirklich gut gefallen hat. Ich habe diesmal jetzt
also mit 2 Elementen gemalt, einmal mit den Wasserfarben und einmal mit Feinlinern. Man könnte es bestimmt auch mit Pinsel malen, aber diese Feinheiten fand ich dann doch einfacher mit einem dünnen Feinliner-Stift zu malen. Und dann habe ich noch ein paar Wolken gemalt, auch wieder mit meinem Deckweiß. Und damit war dann Polaroid Nummer 2 auch schon fertig. Bei Karte Nummer 3 brauchte ich diese Nasstechnik nicht. Ich habe zwar wieder trotzdem das einmal abgeklebt mit Tape, aber einfach nur, damit ich für mich diesen Rand einmal habe und weiß, wie weit ich malen kann. Denn diesmal male ich verschiedene Blumen und habe also damit begonnen, einfach ein knalliges Rot zu nehmen und verschiedene Formen zu malen, die ein bisschen abstrakter sind, wie ihr sehen könnt, aber letztendlich eben grob diese Blumenform haben. Und habe erstmal mit stärkeren Tönen gearbeitet und bin dann immer mehr ins Wasser gegangen und dadurch wurden die Farben immer und immer leichter. Und ich finde das einfach wirklich super schönen Effekt, den man mit Aquarell erzielen kann und mag das super gerne, wie die Farben verlaufen, und man kann das teilweise auch gar nicht so planen, wie sie jetzt wirklich verlaufen oder welchen Ton sie am Ende annehmen, wenn sie getrocknet sind. Auf jeden Fall habe ich dann eben nach außen immer heller gearbeitet und habe verschiedene Formen einfach mir ausgedacht und dann in die Mitte der Blumen aber immer noch mal ein bisschen dunklere Akzente reingesetzt, die dann auch nach außen verlaufen sind. Und genau, dann habe ich mir noch ein Orange angemischt. Also ich habe jetzt verschiedene Farbtöne für die Blumen benutzt und wie ihr sehen könnt, die Begrenzung ist einfach nur, damit ich weiß, wo endet das, und damit die Blumen auch ein bisschen über den Rand quasi hinausragen. Bei den orangenen Blumen habe ich dann in die Mitte einen roten Ton noch reingemacht, der dann eben so schön verlaufen ist, und das hat mir echt gut gefallen, deswegen habe ich das bei all meinen orangenen Blumen gemacht. Und zum Schluss habe ich dann noch gelbe Blumen gemalt. Wie ihr sehen könnt, habe ich die alle so nah aneinander gemalt, manche ein bisschen überlappend über den anderen, und habe so mein ganzes Bild quasi ausgefüllt, ohne Lücken. Und ganz zum Schluss konnte ich dann noch in die Mitte, die ich ja extra freigelassen habe, wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich dann mit so einem Ocker-Beige-Ton das Innere der Blume einmal gemalt, so einen großen Punkt gemacht und dann mit einem dunkleren Braunton und einem feinen Pinsel so kleine Punkte reingemacht, damit einfach ein paar mehr Details quasi in der Blütenmitte sind. Für Polaroid Nummer 4 habe ich dann doch den Hintergrund wieder einmal grundiert und nass gemacht und dann einen hellblauen Ton angemischt, ein bisschen mit meinem Deckweiß, damit es noch heller wird, und habe damit dann einen hellblauen Himmel gezaubert auf meinem Bild, und hierfür bräuchte man theoretisch die Nasstechnik gar nicht, aber damit es einfach schöner verläuft, habe ich sie trotzdem angewendet. Und als der dann ziemlich schnell fertig und auch wieder getrocknet war, konnte ich weitermachen mit den Wolken, die ich drauf malen wollte. Natürlich wieder mit meinem Deckweiß, und die habe ich einfach versucht so ein bisschen zu tupfen auch, damit sie ein bisschen realistischer aussehen, und habe so eben so verschiedene Formen da einfach aufgetupft und gemalt, wie es mir gerade in den Sinn kam. Und wo jetzt mein Hintergrund fertig war, konnte ich anfangen mit dem Hauptelement dieses Polaroids. Und zwar habe ich versucht, ein Riesenrad zu malen. Das war echt tatsächlich gar nicht so leicht, wie ich dachte, weil ich es ein bisschen von einer schrägeren Perspektive auch malen wollte. Und dafür habe ich wieder meinen Fineliner benutzt, diesmal wieder den bisschen dickeren, damit man die Striche auch gut sehen kann, und habe also erstmal das Grundgerüst gemalt und dann
die einzelnen Elemente eines Riesenrads versucht dran zu malen und mir da große Mühe gegeben. Ich hoffe, man erkennt das. Und dann habe ich mit meinem weißen Stift versucht, nochmal das Äußere ein bisschen zu betonen, die verschiedenen Elemente, also die Stangen dort nochmal weiß anzumalen, damit es einfach noch so aus 2 Farben besteht. Auf dem Video sieht man das leider nicht allzu gut. In echt ist das Weiß ein wenig deckender. Schaut da einfach, dass ihr vielleicht sogar ein Edding benutzt. Ich hatte jetzt eben nur diesen Gelstift und dann konnte ich auch die einzelnen Gondeln schon dran malen. Ihr könnt gucken, dass ihr unten die ein bisschen weiter auseinander malt als oben, aber das ist nur so ein kleiner Tipp. Und ja, so waren all meine 4 Polaroids, die ich malen wollte, fertig. Alle ganz verschieden, aber sie gefallen mir eigentlich echt alle gleich gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches euch am besten gefällt. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Tschüss!